Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe sehr, es geht euch allen gut und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Heute möchte ich mit euch teilen, ob ich es geschafft habe, meine Ziele, die ich mir gesetzt hatte, für den April umzusetzen. Spoiler-Alarm, das hat nicht so gut funktioniert. Und außerdem möchte ich meine Ziele für den Mai mit euch teilen und euch allgemein so ein kleines Live-Update von meiner Seite geben, denn mein Leben ändert sich gerade schon wieder richtig arg, ohne dass ich das habe kommen sehen. Also was schon wieder alles passiert ist, unglaublich. Ich werde euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Gegen Ende des Videos starten wir erstmal mit den Zielen, die ich für den April hatte, und ich erzähle euch, wie weit ich gekommen bin. Ich hatte mir ja in meinem Notizbuch Ziele gesetzt und ich hatte Kernaufgaben und Freizeitziele. Sowohl als auch sieht es relativ düster aus und ich erzähle euch jetzt im Laufe des Videos auch genau warum und was mich davon abgehalten hat, meine Ziele tatsächlich auch umzusetzen. Ich wollte an meinem Marketingkurs weitermachen, für den ich mich eingeschrieben habe. Da habe ich, glaube ich, nur 1 oder 2 Videos gemacht. Ich habe einfach im Alltag nicht die Zeit dafür gefunden. Was könnte ich in Zukunft ändern, um das besser zu tun? Ich müsste mir einen gewissen Wochentag dafür vornehmen und den reservieren, genau um das zu tun. Dadurch, dass ich das nicht gemacht habe, waren irgendwie immer andere Sachen wichtiger. Und wenn es mir wirklich ernst ist damit, dann muss ich mir einfach genau überlegen, in welchem Moment der Woche ich das machen will und das dann auch durchziehen. Ich wollte 3 Reels pro Woche für Instagram machen und das hat gar nicht geklappt. Ich glaube, ich habe vielleicht 1 oder 2 Reels in dem Monat hochgeladen. Also viel zu wenig. Auch hier das gleiche Spiel. Ich müsste mir halt überlegen, wann möchte ich diese Reels machen. Ich habe inzwischen eine ganz gute Tagesroutine und meine Videos drehen und schneiden sind super integriert in meinem Alltag. Ich habe einen Tag die Woche für den Job am Institut, das ist immer der Freitag. Aber ich habe nirgendwo so eine richtige designierte Zeit extra dafür. Ich wollte mit meinem Führerschein weitermachen. Ich bin einen Schritt weiter. Ich habe nämlich endlich das Zertifikat, das ich brauche. Jetzt fehlen mir natürlich immer noch die Prüfungen. Ich habe es noch nicht geschafft, in meinen Alltag zu integrieren, wieder für die Theorie zu lernen. Und ich habe natürlich alles schon wieder vergessen, was ich gelernt hatte. Ich wollte ja eigentlich im März den Führerschein machen und war dann, glaube ich, Anfang April dort und habe dann gemerkt, dass ich ihn nicht machen kann wegen den fehlenden Papieren. Ja, die habe ich jetzt, aber das Theoriewissen ist leider wieder weg aus meinem Kopf. Ich wollte eine Balance finden und halten zwischen Arbeit und Freizeit. Und ich glaube, das ist mir tatsächlich relativ gut gelungen. Zumindest fühle ich mich nicht arg überarbeitet und ich hatte eigentlich in der Theorie genug Zeit für die Freizeitsachen, die ich mir vorgenommen hatte. Trotzdem, wenn wir uns jetzt zu meinen Freizeitzielen bewegen, bin ich da nicht so weit gekommen, wie ich mir gewünscht hätte. Und den Schuldigen kann ich auch ganz klar festmachen. Das ist nämlich Instagram. Ich bin diesen Monat ganz extrem wieder in Instagram versumpft und die Sucht hat mich wieder gepackt. Ich war unfassbar viele Stunden in Instagram, ohne es natürlich produktiv zu nutzen. Klar habe ich irgendwie Stories gemacht und euch so ein bisschen mitgenommen, aber ich habe auch keine Reels geschnitten oder so. Also es war wirklich reines Surfen. Und es ist extrem schwierig für mich, da eine Balance zu finden, weil ich halt eigentlich das für die Arbeit brauche sozusagen. Und oft Instagram öffne mit der Intention, eine Story hochzuladen für euch oder mir eine Reel-Idee zu suchen oder einen Sound für ein Reel. Aber es dauert wirklich nur so kurz und zack bin ich schon wieder in diesem Rabbit Hole von Reels. Ist richtig schlimm und ich bin da jetzt echt nicht mehr rausgekommen. Deswegen habe ich jetzt heute Morgen auch die App deinstalliert. Mal gucken, wie lange ich es aushalte. Es ist halt schwer für mich, weil ich auch dort normalerweise mit euch teilen möchte, wann ich neue Videos hochlade in YouTube und so weiter und so fort. Und das macht es echt schwierig für mich. Ich muss mir da wirklich mal noch was überlegen, denn dass Instagram so viel von meiner Zeit klaut, das steht schon seit Jahren in meinem Tagebuch, das steht seit Jahren auf meiner To-Do-Liste und ich finde einfach keine Lösung. Und ja, ich weiß, es gibt dieses App-Limit-Ding, aber da kann man einfach klicken, noch 15 Minuten mehr und es hält mich einfach überhaupt gar nicht davon ab, das direkt auszuschalten. Zurück zu meinen Zielen. Ich hatte auf meiner Zieleliste für meine Freizeit den Sommer noch auszukosten, beziehungsweise das, was davon übrig war. Und das habe ich, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Wir waren auf jeden Fall campen. Ich war nochmal im Fluss baden, der zugegebenermaßen ultra kalt war. Der hatte wahrscheinlich 1 Grad oder gerade so über 0. Der war wirklich, ich war schockgefroren danach. Aber es war eine total schöne Experience, mal wieder im Cajon del Maipo zu sein, in den Anden zu sein, sich diese gewaltige Natur anzuschauen.
Und auch so habe ich Zeit mit Freunden verbracht. Ich habe mich abends getroffen, wir haben gegrillt. Es war wirklich ein wunderschöner Spätsommer. Dann sind wir nach Banff geflogen in der vergangenen Woche. Den Vlog dazu habe ich bereits geschnitten und hochgeladen letzten Mittwoch. Den verlinke ich euch gerne mal hier oben, falls es euch interessiert, wie es in Banff war. Und da war es natürlich richtig kalt, winterlich mit Schnee, volles Programm. Und genau zur gleichen Zeit ist auch hier in Santiago das Wetter gekippt und wir sind jetzt im Herbst angekommen. Ihr seht es vielleicht an meinem Pullover, bei euch ist es jetzt hoffentlich schön warm und frühlingshaft und alles blüht. Hier ist es gerade super grau, es hat auch schon einmal geregnet und die Temperaturen sind wirklich gefallen auf zwischen 10 und 20 Grad, was immer noch nicht super wenig ist, aber ich habe ja schon öfter erwähnt, Innentemperatur ist hier ziemlich nah an der Außentemperatur. Also ich bin schon wieder etwas unterkühlter hier in der Wohnung, bin auf jeden Fall dicker angezogen und fühle mich auf jeden Fall 100% nach Herbst. Ich wollte mir eine Leseroutine aufbauen, das hat nicht so gut geklappt. Und ich wollte meine Spiritualität vertiefen, was auch so ein bisschen zusammenhängt mit dem Lesen, denn vor allen Dingen, um meine Spiritualität zu vertiefen, lese ich Bücher, in denen es darum geht. Und ich bin nicht so richtig viel gekommen zum Lesen. Das macht jetzt aber nicht so viel, denn ich habe viele andere Sachen gemacht und von dem her war es okay. Und das letzte Ziel auf meiner Freizeitliste waren Fahrradtouren. Ich weiß nicht genau, was ich mir da ausgemalt habe, dass ich einfach an einem Tag beschließe, ich fahre jetzt Fahrrad. Ja, klingt ja eigentlich gar nicht so unrealistisch. Ich bin tatsächlich sehr viel Fahrrad gefahren. Falls ihr verpasst habt, dass ich mir ein Fahrrad gekauft habe, verlinke ich euch gerne den Vlog nochmal hier. Da habe ich euch mein Fahrrad gezeigt und auch wie ich es verschönert habe, damit es mir hoffentlich niemand klaut. Jedenfalls habe ich, seit ich das Fahrrad habe, so gut wie alle Erledigungen, die ich habe, mit dem Fahrrad erledigt. Also ich bin schon viel rumgefahren in der Stadt und ich habe gemerkt, dass ich die Stadt dadurch nochmal ganz anders kennenlernen, viel besser kennenlernen und irgendwie noch ganz neue Gegenden erkunde, weil man kennt immer das quasi, wo man losfährt und das, wo man hinfährt. Aber wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, lernt man eben auch das dazwischen kennen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und da habe ich einige Sachen gesehen. Also auf Strecken, die ich eigentlich schon super oft zurückgelegt habe, im Auto, in der Metro, im Uber oder im Taxi. Aber mit dem Fahrrad ist es einfach ein ganz anderes Feeling und man sieht viel mehr von dem, was da eigentlich ist. Also total schön und ich freue mich auch drauf, das jetzt im Winter regelmäßig zu benutzen. So, das war der April. Also es war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich mir nicht so richtig überlegt habe, wie ich die Ziele denn tatsächlich umsetzen will. Ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken, als ich in Banff war, denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, war ich da sehr krank und lag einige Tage im Bett. Ich bin auch jetzt noch nicht wieder bei 100%, aber ich würde sagen vielleicht so bei 90%. Und unter anderem habe ich mir neue Zukunftsziele gesetzt, allgemein fürs nächste Quartal und natürlich auch runtergebrochen auf Mai. Ich finde es ehrlich gesagt, also mal kurz ein allgemeines Wort noch dazu, nicht so wahnsinnig schlimm, wenn ich jetzt mir Ziele für einen Monat setze und ich erreiche die jetzt nicht, so wie im April. Was mir viel wichtiger ist, ist, dass ich mir jeden Monat Gedanken darüber mache, wo ich mit meinem Leben gerade bin, ob es Sachen gibt, mit denen ich total unglücklich bin und dann versuche, da in die richtige Richtung zu gehen. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich insgesamt mit meinem ganzen Leben, wie es ist, super, super glücklich bin. Und all diese Ziele, die ich mir gesetzt habe, sind oft ja eigentlich nicht so richtig krass wichtige Sachen, sondern wirklich mehr so die Kirsche auf der Sahnetorte. Und wenn ich das dann nicht erreiche, nicht vollständig erreiche oder vielleicht sogar gar nicht erreiche, dann ist es deswegen auch kein Weltuntergang für mich. Die ganzen wirklich wichtigen, schwierigen Sachen, die habe ich schon in Deutschland erledigt. Nämlich mein Shoppingverhalten in den Griff zu kriegen, mir Minimalismus beizubringen, meine Finanzen in den Griff zu kriegen, mich mit Investitionen zu beschäftigen, mich mit meinen inneren Dämonen auseinanderzusetzen und einige Traumata zu heilen, die ich habe. Das sind die richtig schwierigen Themen und durch die meisten davon bin ich schon durchgegangen. Und deswegen bin ich halt jetzt an dem Punkt, wo ich super zufrieden bin und all diese Ziele gar nicht so wichtig erscheinen. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere von euch, was sollen das für Ziele sein? Ich würde mich halt mal mit anderen Sachen beschäftigen, die irgendwie wirklich eine Rolle spielen. Aber was ihr verstehen solltet, ist, dass ich das quasi schon hinter mir habe. Und natürlich habe ich immer noch Sachen, psychische Sachen, durch die ich mich durcharbeiten muss oder so. Aber eben nicht mehr diese richtig krass großen Brocken, die wirklich wehtun und die mehrere Monate dauern. So, das wollte ich nur noch gesagt haben und jetzt kommen wir zu meinen Mai-Zielen. Dieses Mal habe ich es aufgeteilt in 4 Bereiche und zwar in Job, Fitness,
Wellness und Development, also allgemeines Wohlbefinden, auf mich selbst achten, persönlich weiterentwickeln. Und das vierte Thema ist neu, nämlich Environment, also meine Umgebung. Dazu zähle ich mein Zuhause, aber zum Beispiel auch die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Also mein Ehemann, mein Hund und auch meine Freunde. Fangen wir an mit dem Thema Job. Insgesamt bin ich recht zufrieden, was meinen neuen Job angeht. Ich habe auch gerade ein Pinterest-Projekt, an dem ich arbeite. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt gerade recht ausgelastet. Aber es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial, was meine YouTube-Videos angeht. Was mir so ein bisschen entglitten ist in letzter Zeit, ist das Videos vorplanen. Und ich habe im letzten Monat relativ spontan oft gehandelt und hatte nicht so viel Vorlaufzeit bei den Videos. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich, als ich krank war, in Banff keine Videos mehr in Reserve hatte und dann keine hochladen konnte. Und da würde ich einfach gern wieder an einen Punkt kommen, wo ich so eine Woche, sagen wir mal, im Voraus bin und selbst wenn was ist, dass die Videos wirklich noch online gehen und ich ein bisschen Puffer habe. Mein zweites Ziel ist, dass ich mir wieder mehr Mühe mit meinem Aussehen gebe. Ich glaube, das ist mir heute gelungen, einfach um für euch auch eine visuell ansprechende Experience sozusagen zu schaffen. Zumindest wenn es so ein Sit-Down-Video ist, wie das hier gerade. Bei einem Vlog teile ich euch natürlich immer meine Alltagssituation und wenn ich im Alltag dann nicht geschminkt bin, dann ist es auch so. Und es ist auch nicht schlimm und es ist auch nicht so, als würde ich mich ungeschminkt irgendwie schämen für euch oder irgendwas dazu. Aber es macht halt einen Unterschied, ob dieses Video hier, wenn ihr genau wenn ich in der gleichen Position stehe für 10, 20 Minuten und ihr guckt 10, 20 Minuten mein Gesicht an und den Hintergrund, ob das halt zurecht gemacht ist und ob das angenehm fürs Auge ist oder nicht, ob da irgendwas ist, was euch voll stört, wie zum Beispiel diese Trinkgeräusche von meinem Hund, der gerade neben mir steht und auf einmal das Gefühl hat, er müsste seinen ganzen Abwasser auf einmal austrinken. Hast du es jetzt? Ich habe in letzter Zeit wieder total viel Spaß am Vloggen und ich glaube, ihr habt auch Spaß an meinen Vlogs. Ich habe letztens eine Umfrage gemacht in Instagram und habe euch gefragt, warum ihr mir folgt und was euch am meisten interessiert. Das war zwar auf Instagram bezogen, aber die häufigste Antwort war wirklich der Alltag und die Dinge, die bei mir im Alltag passieren. In dem Sinne würde ich auch sehr, sehr gerne von euch hier nochmal in den Kommentaren wissen, warum folgt ihr mir und welcher Content interessiert euch am meisten? Ich bin mir sicher, die meisten von euch sind wahrscheinlich über den Minimalismus zu mir gekommen und ab und zu gibt es ja auch noch Minimalismus-Videos. Zum Beispiel nächsten Mittwoch gibt es übrigens wieder ein Kleiderschrank-Update-Video. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall abonnieren. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ja, also schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das mit den Vlogs wirklich so gefällt und speziell, was ihr in diesen Vlogs sehen wollt. Worauf ich hinaus will, zu meinem Ziel gehört, dass ich die Qualität meiner Vlogs im Speziellen verbessere für euch. Okay, das war ein Punkt von 4, 3 bleiben noch übrig. Machen wir vielleicht mit Fitness weiter, denn das ist in letzter Zeit ein sehr großer Teil meines Lebens geworden. Die letzten 1,5 Wochen jetzt nicht, weil ich krank war, aber davor ist es wirklich so, dass ich jetzt eine richtig tolle Routine aufgebaut habe, die mir richtig viel Spaß macht und auch inzwischen mir einen Körper erarbeitet habe, der in der Lage ist, mich auch auf Berggipfel zu tragen, ohne dass ich dabei sterbe und der mir erlaubt, wirklich auch Spaß an Bewegung zu haben. Ich möchte anfangen, draußen zu laufen und zwar relativ zügig, denn ich habe schon in der ersten Maihälfte einen Lauf, für den ich mich angemeldet habe. Der ist natürlich draußen und ich möchte meinen Körper so ein bisschen dran gewöhnen, vom Laufband auf die Straße sozusagen umzusteigen. Ich habe hier ganz in der Nähe eine Joggingstrecke. Also eine relativ gerade Straße, die quasi ein bisschen parkähnlich ist, so eine Art Allee. Und die kann ich quasi hochlaufen und wieder runter und das sind dann, glaube ich, 3,5 Kilometer oder so. Und das heißt, das ist wirklich nicht weit und es geht wirklich relativ schnell, das zu machen. Wenn ich das einmal, zweimal die Woche unterkriegen würde, das wäre echt nicht schlecht. Ich möchte weiterhin mein Fahrrad benutzen für meine Erledigungen. Ich weiß nicht, warum ich das auf meine Zieleliste geschrieben habe. Ich glaube einfach, um mich daran zu erinnern, nicht wieder in Bequemlichkeiten zurückzuverfallen, weil jetzt bin ich gerade erkältet und dann denke ich mir, fährst lieber mit dem Metro, anstatt dich anzustrengen oder so, bis du wieder bei 100% bist. Aber dass es halt nicht dabei bleibt und einreißt, sondern dass ich halt dann wirklich wieder aufs Fahrrad umsteige. Als nächstes ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Ich bin irgendwie jeden Mittag davon überrascht, dass ich was zu essen brauche. Und meistens überfordert davon, mir was Vernünftiges auszusuchen.
überfordert damit, irgendwas zu kochen, was gesund ist. Meistens habe ich dann die Zutaten nicht zu Hause. Bin total genervt, dass ich nochmal auf die Schnelle los muss und was kaufen muss. Und ich möchte mir da einfach einen Mealplan machen und ein bisschen vorausschauender sein und einkaufen. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich keine große Sache. Ich werde mir einen Katalog schreiben von 10 Gerichten vielleicht und dann mir überlegen, okay, an welches Gericht möchte ich am Anfang der Woche und welches am Ende und dann einfach die Lebensmittel bestellen, weil hier in Chile ist es eh auch voll easy mit Bestellen und so, einfach damit ich die Sachen zu Hause habe. Es ist eigentlich wirklich keine große Sache, man muss es einfach nur machen. Und ich glaube, dass ich sehr viel davon hätte, weil ich gesünder essen würde und weniger Stress mit dem Mittagessen hätte. Und das letzte ist auch, also das letzte zum Thema Fitness, ist auch etwas Neues für mich. Und zwar bin ich letztens über einen Instagram-Kanal gestolpert, als ich mal wieder stundenlang gesurft habe, zum Thema Free Movement. Also sich so zu bewegen, wie der Körper sich das quasi wünscht und genau in die Muskelgruppen reinzugehen, die irgendwie verspannt sind, genau das zu lockern, ohne darauf zu achten, wie das Ganze eigentlich aussieht. Und ich glaube, das ist etwas extrem Wertvolles, was uns in der heutigen Zeit, glaube ich, total fehlt. Und das spricht mich richtig an. Ich habe richtig das Gefühl, dass da irgendwie so 5 Minuten am Tag in meinen Alltag zu integrieren, mir richtig viel bringen würde für das Wohlbefinden in meinem Körper, für Verspannungen, für aufrechte Körperhaltung und gegen dieses, ihr wisst schon, Handy-Körperhaltung. Also wenn ich das schaffen würde, das zu integrieren, dann wäre ich richtig happy. Der nächste Punkt ist Wellness und Personal Development. Also da geht es mir um persönliche Weiterentwicklung, jetzt unabhängig davon, ob mir das für meine Arbeit was hilft, sondern einfach nur, damit ich persönlich glücklicher werde. Und da habe ich aufgeschrieben, dass ich weiterhin mir meine Leseroutine aufbauen möchte. Das hat ja im letzten Monat nicht so gut geklappt, aber ich finde das trotzdem wichtig. Jetzt im Sommer habe ich ein bisschen weniger gelesen, was ich auch gar nicht schlimm finde, weil ich halt so viel draußen unterwegs war und so viele andere Sachen gemacht habe. Aber gerade jetzt, wo der Herbst da ist, möchte ich halt direkt diese Routine haben, anstatt wirklich ständig immer am Handy zu landen. Ich möchte weiterhin täglich Tagebuch schreiben, das habe ich schon super integriert in den letzten Wochen, das klappt richtig gut und ich merke, wie sehr mir das wirklich hilft und das möchte ich nicht aus den Augen verlieren und weiterführen. Die tägliche Meditation steht schon so lange auf der Liste und ich war eine Zeit lang echt richtig gut am Anfang des Jahres und irgendwas ist passiert und ich tue mich richtig schwer, das wieder zu integrieren. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht mal geführte Meditationen ausprobiere, einfach um irgendwie neue Anreize zu schaffen, weil gerade bin ich irgendwie nicht zufrieden damit, wie es läuft. Und der letzte Punkt ist Haircare und Skincare, vor allen Dingen Haircare. Denn ich merke jetzt, wo meine Haare wieder länger werden, dass ich wieder total trockene Spitzen bekomme und es total schwierig ist, die zu kämmen. Und jedes Mal, wenn ich kämme, habe ich das Gefühl, dass ich mir unten was abreiße und ich höre das richtig und das macht mich fertig. Und ich will das nicht, weil ich will eigentlich noch längere Haare haben und sie nicht wieder abschneiden müssen. Wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich auch eine Haarkur mir inzwischen gekauft habe. Die benutze ich eigentlich auch und die ist ungefähr zur Hälfte leer. Das Problem ist, erstens, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie wirklich irgendwas macht und zweitens, dass ich darauf allergisch bin und Ausschlag bekomme, weil da Parfümstoffe drin sind. Es war das Beste, was ich hier bisher gefunden habe, aber ich glaube, ich komme nicht drum herum, mir eine Alternative zu suchen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch aufbrauchen, aber dann werde ich mir irgendwas anderes überlegen. Am liebsten wäre mir irgendeine natürliche Haarkur aus Ölen zum Beispiel. Es gibt ja da die verschiedensten Methoden. Ich glaube Bier, Eier, Honig. Das Problem ist, dass diese Sachen natürlich immer eine Riesensauerei verursachen, gerade mit Öl. Und ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass ich da einmal oder zweimal die Woche mit Speiseöl hantiere in der Dusche und danach die ganze Dusche entfetten muss und so ja auch den Abfluss gegebenenfalls verstopfe. Also das ist irgendwie, stelle ich mir das auch nicht wirklich sinnvoll vor. Schreibt mir gerne, ob ihr irgendeine Methode habt, irgendeine natürliche Methode, die nicht eine Riesensauerei macht. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten muss ich noch durchhalten bis Juli, da bin ich nämlich voraussichtlich auf Heimatbesuch in Deutschland und ich habe die Hoffnung, dass ich da dann eine Haarkur finde, die ohne Parfümstoffe ist. Und so lange kann ich die alte noch aufbrauchen. Übrigens benutze ich die Haarkur sogar so, dass ich sie erst in die Haare tue, einwirken lasse, eine Viertelstunde und danach die Haare wasche mit Shampoo.
und quasi die Haarkur dann aber mit Shampoo auswasche und trotzdem kriege ich eine Allergie drauf, weil ich trotzdem immer noch irgendwelche Rückstände habe. So, und jetzt kommen wir zum letzten der 4 Bereiche und zwar zum Bereich Environment, also Umgebung. Ja, der wichtigste Punkt auf dieser Liste ist auf jeden Fall ein neues Zuhause zu finden. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Unser Mietvertrag wurde überraschend gekündigt, also mehr oder weniger überraschend. So überraschend war es irgendwie, also wie soll ich das sagen? Es hat uns sehr überrascht. Es hat uns wirklich sehr überrascht. Wir haben das nicht kommen sehen. Hier in Chile gehen Mietverträge immer ein Jahr und danach werden sie automatisch verlängert, wenn keine der Parteien kündigt. Um ein weiteres Jahr. Und wir haben überhaupt nicht kommen sehen, dass von der anderen Seite der Vertrag gekündigt wird, weil wir immer pünktlich bezahlt haben und nie Probleme hatten in irgendeiner Art und Weise und die Wohnung uns ja auch sehr gut gefällt. Ich habe allerdings vor 2,5 Wochen einen Anruf bekommen von der Maklerin, dass wir wahrscheinlich gekündigt werden, weil die Eigentümerin die Absicht hat, die Wohnung zu verkaufen. Dann sind noch ein paar Tage vergangen und ich glaube 1 oder 2 Tage vor Banff habe ich dann die Nachricht bekommen, also es ist sicher, wir werden gekündigt, 2 Monate Kündigungsfrist, wir müssen Ende Juni ausziehen, außer sie findet bis dahin keinen Käufer. Das liegt aber nicht in unserer Hand natürlich und ich möchte jetzt auch nicht mit dieser Unsicherheit hier weiter wohnen, sondern das Ziel ist natürlich schon, ab 1. Juli spätestens woanders zu wohnen, im besten Fall natürlich mit ein bisschen Überlapp. Wir haben auch schon gesucht und der Wohnungsmarkt hier in Chile bzw. hier in Santiago ist eigentlich relativ fluide, also es geht eigentlich total schnell was zu finden und normalerweise kann man auch oft schnell einziehen. Aber wir haben uns mal wieder gedacht, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Und wir haben was besichtigt, was uns wahnsinnig gut gefallen hat und was wir auch gerne hätten. Allerdings ist es ausgerechnet dort nicht so einfach, denn die Küche wird dann noch renoviert. Und also angeblich könnten wir da am 1.6. rein. Aber ihr wisst ja, Handwerker und in Südamerika ist es irgendwie auch nicht wirklich besser als in Deutschland. Ich habe so meine Zweifel, dass die Küche wirklich am 1.6. fertig ist. Wir haben auch noch keinen Vertrag unterschrieben oder irgendwas. Wir haben es bisher nur reserviert. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch nicht sicher. Deswegen werde ich euch auch noch keine Fotos zeigen, keine Details nennen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall relativ nah an der jetzigen Wohnung ist, denn wir lieben dieses Viertel und wir wollten eigentlich auf jeden Fall hier bleiben. Und das hat natürlich unsere Suche in dem Sinne auch ein bisschen eingeschränkt. Ja, also ihr könnt mir die Daumen drücken, dass das mit der Küche so schnell klappt, wie sie das uns gesagt hat. Also versprochen würde ich jetzt mal nicht sagen. Und dass es dann tatsächlich auch mit dem Vertrag klappt, wenn, wie gesagt, es ist noch gar nicht sicher. Aber das wäre unser Favorit und wir wären happy, dorthin zu ziehen. Es ist interessant, weil vor 2,5 Wochen waren wir noch hier in der Wohnung glückselig und haben noch drüber gesprochen, so, ach, ich kann mir gar nicht vorstellen, hier auszuziehen, es fühlt sich an wie zu Hause und wir würden diese Wohnung wahrscheinlich niemals kündigen. Und 2,5 Wochen später freue ich mich irgendwie schon wieder auf ein neues Zuhause. Klar war ich am Anfang schon ein bisschen negativ überrascht von der Kündigung. Inzwischen sehe ich es als positive Entwicklung, denn natürlich hat auch diese Wohnung hier ihre Macken. Keine Wohnung ist perfekt und es gibt einige Sachen, die uns ein bisschen mehr nerven, als wir am Anfang gedacht hatten. Also alles im Rahmen, nichts Dramatisches. Wie gesagt, wir hätten jetzt nicht von alleine gekündigt. Aber eben wie schlecht die Fenster beisammen sind, was in vielen Gebäuden der Fall ist, aber in unserem Favoriten werden sie ein bisschen besser. Wie kalt die Wohnung ist, wegen der Heizung und solche Sachen. Also wir haben auf jeden Fall auch was gelernt über den chilenischen Wohnungsmarkt und ich war sehr glücklich hier in der Wohnung, aber es gibt sicherlich auch ein paar Probleme hier in der Wohnung, die wir in Zukunft nicht mehr haben, wenn wir umziehen. Dafür haben wir dann wahrscheinlich neue Probleme. Aber das wird sich alles zeigen. Und in diesem Zuge steht auch auf meiner To-Do-Liste die Einrichtung zu planen, denn ja, wir haben ja schon einige Möbel, aber die neue Wohnung wird voraussichtlich, wenn es klappt, komplett leer sein. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch Esstisch, Stühle und noch ein paar andere Sachen. Das heißt, da muss auch wieder ein bisschen Geld investiert werden und ich will natürlich das Richtige kaufen, wovon wir lange was haben und ich hoffe, dass wir da länger wohnen bleiben. Es hat ja hier in dieser Wohnung sehr lange gedauert, bis wir uns wirklich richtig eingerichtet hatten, weil wir auch gar nicht genau wussten, wo man Sachen bekommt, welche Läden gut sind und so weiter und so fort.
und wir auch einfach ganz andere Prioritäten hatten. Wir waren einfach mit dem Leben selbst hier überfordert. Inzwischen haben wir uns ja eingelebt, alles funktioniert und dann geht es hoffentlich ein bisschen schneller mit der Einrichtung. Jedenfalls will ich es vernünftig planen und mir jetzt vorher schon Gedanken machen, in die Läden gehen, mir auf jeden Fall Tische, Stühle und so weiter anschauen, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Denn jetzt ungefähr ziemlich genau ein Jahr nach dem Einzug hier in diese Wohnung bin ich extrem froh, dass wir qualitativ hochwertige Möbel gekauft haben, bei den Sachen, die wir gekauft haben. Also zum Beispiel beim Sofa, auch bei den Lampen, bei den Spiegeln, beim Bett. Und ich bin froh, dass wir da keine Billigmöbel gekauft haben. Klar, es ist ein höheres Investment, aber wir können jetzt halt auch davon ausgehen, dass die Möbel den Umzug überleben. Und so will ich das auch weiterführen und die Möbel auf jeden Fall so lange behalten in meinem Leben, bis sie auseinanderfallen. Und ich habe nicht vor, die dann irgendwann wieder zu ersetzen. Einfach, weil ich Lust habe. Genau, den Umzug vorbereiten, das heißt vielleicht so ein bisschen aussortieren, gucken, ob es irgendwas hier in der Wohnung gibt, was nicht mitkommt in die neue. Wie gesagt, der Umzug wird wahrscheinlich im Juni, also nicht nur wahrscheinlich, sondern höchstwahrscheinlich im Juni stattfinden. Aber im Mai kann ich natürlich schon mal mir so ein bisschen Gedanken machen. Auch wie verpacke ich Sachen? Umzugskartons sind hier, glaube ich, nicht so üblich. Wie kann ich Sachen nutzen, die ich bereits habe? Wir werden, denke ich, dieses Mal ein Umzugsunternehmen beauftragen für die größeren Sachen, für Waschmaschine, Spülmaschine, Kühlschrank, Sofa und so. Das haben wir ja alles gekauft gehabt, das wurde ja alles geliefert, deswegen mussten wir hatten ja nur 2 Koffer beim letzten Mal, aber die ganzen Sachen sollen natürlich auch gut transportiert werden. Was das Ganze ein bisschen spannender macht, ist, dass ich im Juni auf die 2 Hunde meiner Freundin aufpasse. Das heißt, ich bin im Juni mit 3 Hunden. Das ist auf jeden Fall noch so ein kleines i-Tüpfelchen. So, und jetzt kommen wir zum allerletzten Ziel in Sachen Umgebung. Ich habe euch vorher schon gesagt, dass für mich Umgebung nicht nur heißt Wohnung, sondern auch die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und es gab eine ganz tolle Entwicklung jetzt letzte Woche. Und zwar eine meiner absolut besten Freundinnen hier in Chile, die vorher relativ weit weg gewohnt hat, die Fran. Sie hat in Peñalolén gewohnt, das ist ungefähr 10 Kilometer weg von hier, also immer noch in Santiago, aber ich habe jedes Mal 20 Euro bezahlen müssen für ein Taxi dorthin, um sie zu besuchen zu Hause. Und sie ist umgezogen und sie wohnt jetzt in Laufentfernung und ich bin so excited und die Wohnung ist richtig schön und ich will auf jeden Fall sie oft besuchen, auch spontan einfach unter der Woche zusammen abhängen, ganz normal, nichts Besonderes, einfach nur quatschen, Mädelsabend. Und da freue ich mich total drauf, also ich glaube, dass das richtig schön wird. Jetzt auch im Winter irgendwie ist es schön gemütlich und man kann einfach zusammen ein bisschen die Abende verbringen. Wow, dieses Video war extrem lang, aber wie gesagt, es war auch so ein bisschen ein Live-Update. Es gab extrem viel zu erzählen. Ich bin wahnsinnig gespannt, wo ich in 2 Monaten wohnen werde. Wow. Und auch das gibt mir natürlich nochmal wieder richtig, richtig Lust auf Vloggen. Also vergesst nicht mehr in die Kommentare zu schreiben, ob ihr Vlogs sehen wollt und was genau ihr in diesem Vlog sehen wollt. Dann mache ich jetzt mal Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Sonntag. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem Kleiderschrank-Update-Video, denn ich stelle von Frühling auf Herbst um. Und dann bis Mittwoch. Adios!